Im Wissen um die 3000 Visa, die die brasilianische Regierung dem Heiligen Stuhl für katholische Nicht-Arier zugesprochen hat, schreibt der Wiener Philipp Weininger im Februar 1941 an den Vatikan. Denn eine Stelle in Brasilien ist ihm bereits sicher. Der ehemalige Schauspieler und Theaterdirektor lebt als Flüchtling in Zürich, doch sein Visum läuft bald aus. Das Staatssekretariat empfiehlt Weininger der brasilianischen Botschaft beim Heiligen Stuhl und setzt auch den Nuntius in Bern, Filippo Bernardini, davon in Kenntnis. Im September 1940 wendet sich Weininger nochmal an beide Stellen, diesmal aus Lissabon und nicht in eigener Sache. Er berichtet über Erlebnisse, die eine Familie, die ebenfalls Visa aus der Brasilien-Aktion erhalten habe, aus dem Zwischendeck eines Dampfers nach Rio de Janeiro machen musste. Die hygienischen und moralischen Bedingungen seien so schrecklich gewesen, dass die Familie Selbstmord begehen wollte. Weininger bittet inständig darum, die Bedingungen auf den Schiffen zu verbessern. Ob und wann Weininger selbst nach Brasilien ausreiste, konnte bisher nicht ermittelt werden. Eure Exzellenz, hochwürdige Herren, seit fast 2 Jahren bemühe ich mich beim brasilianischen Generalkonsulat in Zürich um das Einreisevisum nach Brasilien, bis jetzt ohne Erfolg. Trotzdem es mir gelungen ist, nach Rio de Janeiro zur Firma Mirko Tausig als Geschäftsleiter einen notariell beglaubigten Vertrag mit einer Monatsgage von 2000 in der Zeit vom 1. Dezember 1939 bis 31. Dezember 1942 zu erhalten, ist es mir noch immer nicht möglich gewesen, das Visum nach dort zu erhalten. Seiner Heiligkeit, dem Heiligen Vater Papst Pius XII., wurden aber sozusagen 3000 Visa für nicht-arische Katholiken von der brasilianischen Regierung geschenkt. Der Herr Generalkonsul von Brasilien in Zürich kann das Visum nur dann erteilen, wenn die brasilianische Botschaft beim Heiligen Stuhl ihn dazu ermächtigt. Obwohl ich gerne auch darauf eingehen würde und mich 5 Jahre für Landwirtschaft in Brasilien verpflichten wollte, denn angeblich ist das Bedingung, aber ich muss endlich zu einem Resultat kommen. Ich habe also am 16. Februar an die brasilianische Botschaft geschrieben und gebeten, doch zu vermitteln. Heute bekam ich auch Antwort. Die Botschaft teilt mir, dass nur auf direkte Anfrage des Staatssekretariats das Visum erteilt werden kann. Da ich nun größte Schwierigkeiten wegen Aufenthaltsbewilligung hier in der Schweiz habe, bitte ich allerhöflichst um Ihre gütige Vermittlung bei der brasilianischen Botschaft beim Heiligen Stuhl. Seit 8. August 1938 bin ich hier in Zürich als katholischer Flüchtling aus Wien. Ich kann unmöglich länger auf die Aufenthaltsbewilligung erstrecken lassen. Befinde ich mich also in der größten Gefahr, nach Deutschland verschickt zu werden. Ich bin ein frommer, praktizierender Katholik und lege ein Empfehlungsschreiben seiner Hochwürden Pater Odo, Herzog von Württemberg, bei. Jede Arbeit will ich annehmen, nur um überhaupt endlich einmal wieder arbeiten zu dürfen, um wieder ein nützliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu werden. Ich bitte mich da richtig zu verstehen, denn ich habe ja in Rio de Janeiro Arbeit, aber ich will nur damit sagen, dass wenn es nötig ist, davon absehe und mich für Landwirtschaft verpflichte. Ich war bis vor dem Umbruch in Gablon AN Theaterdirektor und gab dort 86 Menschen Brot. Ich bin Sänger, Schauspieler und Oberspielleiter, habe mich aber als Koch umgeschult, so dass ich heute als perfekter Wiener Koch überall Arbeit finde. Bitte helfen Sie mir so rasch wie möglich. Mit vielem innigen Dank zeichne ich mich vorzüglicher Hochachtung ganz ergebens Philipp Weininger. PS, ich bitte höflichst um Retournierung der Beilagen. Ein Brief der Botschaft. Empfehlungsschreiben. Weiteres Bittschreiben von Philipp Weininger. Der Unterzeichnete fühlt sich im Gewissen verpflichtet, über folgende Vorkommnisse Bericht zu erstatten. Der Caritasverband in Zürich, Schweiz und dessen Leiter H.H. Dr. Theobaldi sandten vor kurzem ein nicht-arisches katholisches Ehepaar mit einem Kind mit einem brasilianischen Visum der Vatikanquote nach Brasilien. Die Familie kam in Lissabon an mit 25 Schweizer Franken für 5 Tage Aufenthalt. Diese Summe reichte bei weitem nicht. Außerdem musste die Familie 12 Tage in Lissabon warten, bis am 30.08.1940 der Dampfer Bas, das Lloyd Basilio, abging. In ihrer Not sandte die Familie einen telegrafischen Hilferuf an H.H. Dr. Theobaldi nach Zürich um Geldmittel. Weder eine Antwort noch Geld kam. Andere Immigranten in Lissabon konnten das Elend dieser armen Familie nicht mit ansehen und unterstützten dieselbe mit Brot und Obst, um sie vor dem Verhungern zu schützen. Diese Familie war für Zwischendeck gebucht. Dieses Zwischendeck zu beschreiben ist unmöglich.
Ein Riesenschlafsaal, Bett neben Bett, ein widerlicher Schmutz und Gestank. Das Ärgste ist, dass Männer und Frauen, Verheiratete und Unverheiratete, alles durcheinander und nebeneinander liegen. Welche unsittliche Folgen dieses unmoralische Nebeneinanderliegen von Männern und Frauen hat, braucht man nicht zu beschreiben. Die Familie Weiber den Anblick dieses Zwischendeckschlafsaals und der dortigen unmoralischen Zustände derartig verzweifelt, dass sie Selbstmord begehen wollte. Nur durch energisches Eingreifen konnte dies verhindert werden. Durch einen Flüchtling konnte erreicht werden, dass die Familie eine Kabine erhielt, nachdem der betreffende Flüchtling 350 Escudos darauf gezahlt hatte. Die ergebenste Bitte des Unterzeichneten ist, man möge verhindern, dass weiterhin katholische Flüchtlinge auf solch menschenunwürdige und unmoralische Weise nach Übersee geschickt werden. Zeugen meiner Aussagen sind Herr Dr. Henschel, Lissabon, und Familie Bierweiler, zurzeit Lissabon, auf der Reise nach San Domingo. Philipp Weininger, an das Staatssekretariat seiner Heiligkeit. An seine Exzellenz, den hochwürdigen Herrn Apostolischen Nuntius in Bern, Schweiz.